3 mittelalterliche Burgruinen in einer Wanderung. Der große Ruinenweg bei Gradolf Schönenberg im Thurgau. Wir starten unsere Wanderung in Schönenberg, unweit des Parkplatzes Chlierigi. Zur Auswahl stehen 3 Wegvarianten. Natürlich entscheiden wir uns für den großen Ruinenweg. Zuerst verläuft die Route noch etwas durch das Dorf. Doch schon nach kurzer Zeit finden wir uns auf einem Flurweg wieder und laufen in Richtung des Waldes. Bald schon erreichen wir diesen und ein schmaler Pfad führt entlang des Waldrandes. Es eröffnet sich ein Ausblick auf das Dorf und das Restaurant Klein Rigi. Bald darauf stehen wir am Fuße der ersten Burgruine. Die Burg Last, erbaut im 12. Jahrhundert, ist das erste Etappenziel. Vom Burghügel aus hat man eine tolle Aussicht auf das Thurtal. Die zahlreichen Sitzgelegenheiten laden zum Verweilen ein und auch eine Grillstelle ist vorhanden. Dazu lassen sich die restaurierten Überreste der Turmburg erkunden. Wer hätte gedacht, dass auch ein Kreuzritter einst hier wohnte? Wer mehr über die Burg wissen möchte, kann sich gerne unser Geschichtsvideo ansehen. Wir lassen die Burg hinter uns und folgen dem gut ausgeschilderten Weg. Er führt uns über den nächsten Hügel, an Schafweiden vorbei und dann über viele Treppenstufen hinab zum Rüttibach. Nach dem Überqueren der Brücke geht es wieder bergauf. Wir folgen dem schmalen, gewundenen Trampelpfad durch den Wald des Heubergs und gelangen alsbald zur zweiten Ruine. Die alten Bäume, welche sich des Mauerwerks der einstigen Burg bemächtigt haben, verleihen dem Ort eine geheimnisvolle Aura. Die Ruine Heuberg gibt bis heute Rätsel auf. Wer mag hier wohl gelebt haben? Alles, was über die Burg bekannt ist, erfahrt ihr in einem anderen Video. Weiter geht's auf dem schönen Pfad. Bald kommen wir aus dem Wald und wandern ein kurzes Stück über eine gepflasterte Straße. Doch nicht lange und wir sind wieder von Bäumen umgeben. Es geht nun wieder abwärts in das Tobel des Rüttibachs, welchen wir nun zum zweiten Mal überqueren. Wieder eine wunderschöne Passage. Danach folgt wieder ein Teilstück über gepflasterte Wege und offenes Feld. Wir erreichen Neukirch. Bald schon laufen wir wieder über schmale Pfade durch die Natur. Jetzt kommen wir ins Tobel des Hubbachs. Eine besonders schöne Stelle. Im Sommer ein idealer Ort, um zu verweilen und sich die Füße abzukühlen. Gerade Kinder werden hier bestimmt ihre wahre Freude haben. Die Wanderung führt nun am Bach entlang und bald schon kommen wir zu einem weiteren Rastplatz. Hier legen wir eine kurze Pause ein. Danach geht es weiter durch das Tobel. Bald sind wir beim Weiler Hintermühle und das dritte Etappenziel blitzt schon hervor. Jetzt nur noch ein kurzer Aufstieg und wir sind bei der Burgruine Anwil.
Im Mittelalter bestimmt ein idealer Ort, um die Verkehrswege zu überwachen. Auch hier wurde wieder an uns Wanderer gedacht. Durch Sitzgelegenheiten und Grillställe ist hier ein idealer Ort für ein Picknick. Die kleine Burg aus dem 13. Jahrhundert wurde übrigens eingehend archäologisch untersucht. In unserem Video über die Burgruine Annwil erfahrt ihr alles über ihre Geschichte. Es geht wieder hinab zum Bachlauf. Wir schreiten abermals über Feldwege, an Wiesen vorbei und über schmale Pfade durch Waldpassagen. Bald schon erreichen wir wieder Gradolf Schönenberg mit seinen Fachwerkhäusern und sind nach knapp 11 Kilometern Wanderung wieder an unserem Ausgangspunkt. Einen Link mit der Wanderroute findet ihr übrigens in der Beschreibung.